Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ich lese uns zu Beginn unserer Betrachtung aus Gottes Wort, aus Gottes ewigen, gültigen Wort, Hebräer 10, Vers 37 vor. Und da heißt es, denn noch eine ganz, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Wir wollen zunächst zusammen beten. O Herr Jesus, hab du Dank, dass wir hier heute dein Wort in unserer Mitte haben, dein ewig gültiges Gotteswort. Und dadurch machst du heute zu uns reden. Wirke durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir dadurch Wegweisung empfangen mögen für unser Glaubensleben in dem Alltag. Wir bitten dich, Herr, sei du in unserer Mitte und alle, die diese Botschaft hören, segne du sie und schenke, dass es nicht vergeblich sei, sondern dass wir auch ausgerichtet werden durch dich. Wir danken dir, Herr, für deinen Segen. Amen. Am 5. Januar dieses Jahres war das Thema meiner Predigt, was oder wer kommt. Es ging zunächst um Zeichen, die uns in der Bibel angekündigt werden und sich vor unseren Augen erfüllen. Und dass Jesus sagt, dass wir sehr wohl darauf achten sollen. Das Wort Gottes ist das feste, zuverlässige Wort, das uns die Zukunft voraussagt. Jesus sagt für die Zukunft, kurz vor seiner Wiederkunft, die Angst der Menschheit vor der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen, voraus. Auch bezüglich des Coronavirus flutet die Angst mit über das, was noch zu erwarten ist. Er nennt diese Erfüllung von Zeichen, die prophetisch angekündigt sind in der Bibel, Wehen. Wehen vor seiner Wiederkunft. Und Angst und Ratlosigkeit in dieser Welt, in unserer Umgebung, überall, sagt uns Jesus schon voraus. Und dies hat sich längst in den Herzen der Menschen schon festgesetzt. Gottes Wort sagt uns in Lukas 21, Vers 9 bis 11 und Matthäus 24, Vers 8. Wenn ihr aber von Kriegen und Aufständen hören werdet, dann erschreckt nicht, denn das muss vorher geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Da sagte er zu ihnen, es wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Und es werden an verschiedenen Orten starke Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen eintreffen. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Seuchen. Es erfüllt sich vor unseren Augen und das weltweit. Trotz dieser Verheißung konnte ich mir Anfang Januar dies noch gar nicht vorstellen. Wir denken dann leicht, wenn wir von Seuchen hören, an die Pest im Mittelalter. Aber heute kann so etwas geschehen. Ja, wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Und so in rasender Geschwindigkeit. Der ganze Erdkreis ist befallen. Ja, Gottes Wort erfüllt sich bis ins Kleinste. Präzise erfüllt sich Gottes Wort zu seiner Zeit. Und die Bibel, die sagt weiter, das ist erst der Anfang der Welt. Auch das andere wird sich zu seiner Zeit erfüllen. Alles, kompromisslos und genau. Und wisst ihr, was für mich das Schlimmste ist? Wenn da in Offenbarung 16, Vers 9 steht, und die Menschen lästerten den Namen Gottes, der Macht über diese Plagen hat, und taten nicht Buße, um ihm Ehre zu geben. Ja, ist das nicht ganz schlimm? Es ist der Anfang der Wehen.
Und es wird noch sehr, sehr viel geschehen auf dieser Erde. Und dann heißt es, dass die Menschen sich auf die Lippen beißen, dass sie den Schmerz nicht mehr ertragen können. Und doch tun sie nicht Buße, um Gott die Ehre zu geben. Doch sagen sie, wie kann der Gott das zulassen, wenn es ihn gibt? Das wird auch heute gesagt. Aber sie geben ihm nicht die Ehre, kommen nicht zu ihm zurück. Und das ist das Schlimme an dieser ganzen Sache. Aber wollen wir auch so töricht sein? Nein und nochmal nein, ihr Lieben. Wir wollen Buße tun, ihm unsere Sünden bekennen. Wir wollen ihm unsere halbherzigen Wege bekennen, die wir mit Jesus gehen. Wir wollen ihm bekennen, dass wir liebäugeln mit dieser Welt, dass wir uns anpassen an diese Welt und wie einfach geht das, anpassen. Und sollte keiner von uns sagen, ich nicht. Es geht schleichend und doch sind wir nicht frei davon. Wir wollen ihn unseren Kleinglauben bekennen und. Und wenn wir das von ganzem Herzen tun, dann wird er uns unsere Sünden vergeben. Aufgrund seines Kreuzestods von Golgatha. Aufgrund, weil sein Blut dort geflossen ist und er dort eine ewige Erlösung für uns geschaffen hat, aus Liebe, damit wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und darum dürfen wir auch mit diesen Dingen wieder ganz neu zu ihm kommen. Und das bewirkt, wenn der Herr uns die Schuld vergeben hat, dann bewirkt das neue Geborgenheit und Zuversicht im Glauben. Neue Glaubenskraft durch Vergebung. Ja, es tut so gut, wenn ich mit meinem Herrn ins Reine bin. Den Lebensweg im Alltag mit meinem Herrn gehen, an seiner Hand, nach seinem Willen. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. An seiner Hand durch die Endzeit, das ist der sichere Weg zum herrlichen Ziel. Das Ziel ist unsere Heimat bei Jesus, in himmlischer Herrlichkeit, wo nur noch alles gut ist, wo keine Sünde, kein Neid, keine Not, keine Krankheit, keine Tränen und so weiter. Kurz, Herrlichkeit ohne Schattenseiten, unvorstellbar gut. Ja, das können wir uns nicht vorstellen, aber wir brauchen es auch nicht, denn wir werden sehen, wir werden als die Seinen dabei sein. Unvorstellbar gut. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von wem wir sein Angesicht sehen. Willst du da nicht auch mitmachen? Bruder, Schwester, Freund, gleich heute, schieb es nicht auf, komm zu diesem Herrn, der will, dass wir einmal bei ihm sind, in ewiger Herrlichkeit. Und darum diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, aus Liebe zu uns, damit wir nicht verloren gehen. Ich lese uns jetzt den Leitvers noch einmal und auch 2 Verse vorher. Und da heißt es in Hebräer 10 ab Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Gewaltige Verse. Und da heißt es gleich zu Anfang im 35. Vers, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Was heißt das für uns? Gottes Kinder, bleibt in dem Herrn und bleibt seinem Wort treu. Seid ganz erfüllt von Jesus, von seinem Wort. Jesus sagt uns in Johannes, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und das heißt, das Wort Jesus, das ist eins. Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus.
Und an den sollen wir uns halten. Auf den sollen wir vertrauen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Aber können wir denn noch so richtig vertrauen? Wenn wir es erlebt haben, haben eine Sache gebeten, haben immer wieder gebeten und haben fest an die Erhörung geglaubt und doch nicht. Im Nachhinein sehen wir manchmal, dass wir töricht gebetet haben, dass der Herr es ganz anders, viel besser gemacht hat. Und dann dürfen wir ihm danken für das nicht erhörte Gebet. Aber es kann auch sein, dass wir es nicht verstehen, dass die Frage offen bleibt. Und dennoch, unser Gott, unser Herr, er ist der Allmächtige und er weiß, was gut für uns ist, was der richtige Weg für uns ist. Er liebt uns doch für uns. Wir dürfen ihm vertrauen in allen Lebenslagen. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, auch wenn es vielleicht einmal töricht erscheint. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Er wird uns hören und er wird hören nach seinem Willen zu seiner Zeit. Sein Wort gilt gestern, heute und auch morgen. Und dass viele dieses Vertrauen in Bezug auf sein Kommen anzweifeln oder gar verwerfen, sagt uns sein Wort auch. 2. Petrus 3, Vers 3, 4 und 9. Und wisset vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihrer eigenen Leidenschaft leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für uns für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Ja, sind das nicht gewaltige Worte? Wird da nicht die Liebe Gottes groß, dass er nicht will, dass du zurückbleibst? Stell dir vor, da steht ein Zug auf dem Bahnhof und er fährt nicht ab. Der Schöffner steht draußen, hat Kelle und Pfeife dabei, aber er pfeift nicht, er hebt die Kelle nicht, sondern er legt die Hand über die Augen und hält Ausschau. Kommen noch welche? Sind da noch welche, die mitfahren müssen? So wird es heute nicht sein auf dem Bahnhof. Aber so können wir es uns vorstellen. So ist unser Herr, ihr Lieben. Er wartet auf uns, dass wir noch kommen. Denn er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass auch du dabei bist. Darum wartet er noch. Darum zögert er noch. Vielleicht lächelt jemand darüber. Schon immer hat es ja Menschen gegeben, die das Kommen des Sohnes Gottes und den Sieg seiner Gerechtigkeit auf der Erde anzweifeln. Die Bibel sagt, dass solche Menschen spöttisch danach fragen, wo denn die verheißene Ankunft blieb. Sie argumentieren, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Aber wir dürfen besonders in dieser Zeit auf unseren Herrn vertrauen. Werft euer Vertrauen nicht weg, haben wir gelesen. Schlimm, aber wenn Gottes Kinder das anzweifeln oder gar nichts davon hören wollen, denn es ist auch so, Gott hat uns sein Wort gegeben und sein Wort ist wahr, denn Gott kann nicht lügen. Und wenn wir dieses Wort anzweifeln, dann machen wir unserem Herrn zum Lügner. Und dazu haben wir kein Recht. Dazu sind wir nicht in der Lage, sondern wir dürfen ihm vertrauen. Dürfen ihm bitten, er schenkt mir dieses Vertrauen. Ich möchte ganz dir vertrauen, so wie du es uns empfiehlst, wie du es uns sagst. Werft euer Vertrauen nicht weg. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, sondern er ist langmütig gegenüber euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.
Jesus kommt wieder. Bist du darauf vorbereitet? Erwartest du ihn? Der Herr weist hier auf die Belohnung hin. Was für eine Belohnung ist das denn? Ja, Jesus kommt extra vom Himmel, um seine Gemeinde heimzuholen, zu sich auf ewig. Und er sagt, die kurze Zeit, der wir hier auf Erden sind, und macht uns so viele Umstände, die sind so kurz in Bezug auf Ewigkeit, dass es nicht wert ist, dass sie erwähnt werden. So gewaltig. Und das bekommen Gottes Kinder als Belohnung. Große Belohnung für unser Vertrauen. Ist das nicht gewaltig? Ja, wir werden auch ewig beim Herrn sein, in Herrlichkeit. Aber der nächste Vers, der sagt uns, ihr braucht Geduld. Ihr braucht Geduld. Und da lese ich uns einen Vers, den ich vorhin ausgelassen habe, den 8. Vers aus 2. Petrus 3. Da heißt es, eins aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, wenn wir das recht bedenken, ist das nicht gewaltig? Was heißt das denn? Hier dürfen wir mal rechnen. Es ist fast 2000 Jahre her, dass diese Worte gesprochen wurden. Und so beim Herrn knapp 2 Tage. Aber ihr Lieben, die Wehen haben angefangen. Und sie deuten auf Jesu Kommen hin. Auf Jesu Kommen in Macht und Herrlichkeit. Wenn er seine Füße auf den Ölberg setzt und wenn er mit dem Hauch seines Mundes den Feind vernichtet, den Antichristen und die ganze Kriegsmacht, die Israel den aufmachen will, mit dem Hauch seines Mundes wird er es tun. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er hier auf dieser Erde das 1000-jährige Reich aufrichten. Ja, auf dieser Erde ist noch nicht Schluss. Der Herr hat nach allem Bösen, was hier geschieht, Großes vor, hier auf dieser Erde. Aber wir warten ja nicht darauf, auf dieses Kommen, sondern wir warten darauf, dass er wiederkommt und seine Gemeinde entrückt. Und ihr Lieben, das wird vorher geschehen, vor diesem Kommen in Macht und Herrlichkeit. Es wird vorher geschehen. Bedenken wir das auch. Und darum sind wir sehr, sehr nahe, wie uns das Wort sagt, denn noch eine ganz, ganz kleine Weile. Dann wird der kommen, der kommen soll. Dann wird Jesus kommen und nicht auf sich warten lassen. Sehen wir daran, wie nahe dieses Kommen sein kann. Wie nahe, ihr Lieben. Und das wollen wir bedenken. Wir wollen es nicht überhöhen, sondern wir wollen uns bereit machen auf dieses Kommen. Ich lese uns diese Worte noch einmal und da wollen wir genau darauf achten, was hier steht. Schumacher übersetzt diesen Vers, der noch eine ganz, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Und die Schlachterbibel, die sagt uns, der noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen. Was heißt das? Was ist das für eine Sprache? Das ist doch die Sprache der Kinder. Das ist doch die Sprache, so sagt doch eine Mutter zu ihren Kindern, die immer wieder fragen, das ist doch die Sprache der Kleinkinder. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und das sagt mir nebenbei gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dass wir es wirklich aufnehmen, im kindlichen Vertrauen, dass es so geschehen wird,
auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Darum geht es nicht. Aber es wird geschehen, weil der Herr es uns gesagt hat. Ganz, ganz kleine Weile oder kleine, ganz kleine Weile. Das heißt doch warten, vertrauen, immer wieder davon reden, fragen, Ausschau halten, wie ein kleines Kind, das es nicht abwarten kann, bis ein Papi abends nach Hause kommt. So sollten wir uns verhalten. Und so wird es sein. Nein, ich möchte sagen, so ist es. Eine ganz, ganz kleine Weile. Und dann wird Jesus uns, das heißt alle, die zu ihm gehören, zu ihm entrücken. Und da möchte ich dich fragen, lieber Freund, wenn du dich noch nicht zum Herrn bekehrt hast, wenn du noch nicht sein Eigentum bist, willst du nicht heute kommen? Denn es ist noch eine ganz, ganz kleine Weile dauert. Das heißt doch heute, so du seine Stimme hörst, heute, so du dieses Wort hörst, ist Gnadenzeit. Und du darfst noch kommen, du kannst noch kommen mit deinem ganzen Leben zu Jesus. Und du kannst ihm deine Sünden bringen. Er wird sie dir vergeben, weil er am Kreuz auf Golgatha auch für dich gestorben ist, weil er sein Blut vergossen hat, damit auch du dabei bist, damit auch du nicht verloren gehst. Und darum rufe ich dich, komm doch heute, komm, ehe es zu spät ist. Und an alle Gotteskinder möchte ich auch diesen Vers richten, oder diese anderthalb Verse. Denn in Römer 13, 9b und 11 heißt es, nach der Übersetzung von Schumacher, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dies tut in rechter Erkenntnis der gegenwärtigen Zeitumstände, aus denen hervorgeht, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf erwacht und aufsteht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nahe gekommen. Ja, gewaltige Worte auch hier. Und zeitgemäße Worte, gegenwärtige Zeitumstände heißt es hier. Und es ist die Stunde da, dass wir vom Schlaf erwachen sollen und aufstehen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher. Und damit ist die Entrückung gemeint, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe gekommen. Ja, und es ist Zeit zum Aufwachen aus dem Schlaf. Und das wollen wir hören auf sein Wort. Das wollen wir vom Geist Gottes sagen lassen, dass er uns das heute sagt. Wach auf! Da denken wir an diese Geschichte, die Jesus uns erzählt hat von den 10 Jungfrauen. Die haben auch alle geschlafen. Aber 5 von ihnen waren töricht. Sie haben auch den Anfang gemacht. Ihre Lampen brannten auch. Aber dann war kein Öl mehr da. Und das heißt doch, und ich möchte weiter gar nicht auslegen, die haben etwas versäumt in ihrem Leben. Die sind wieder zurückgegangen in diese Welt, haben den Heiligen Geist verdrängt und er hat nicht mehr gewirkt in ihrem Leben. Und der Heilige Geist steht ja für dieses Öl, oder dieses Öl steht für den Heiligen Geist. Und da wollen wir wohl darauf Acht haben. Und heute ist auch für uns noch Zeit, zurückzukommen, aufstehen vom Schlaf und dass wir mit unserem Herrn ins Reine kommen. Wieder ganz neu, wie ich es zu Anfang schon gesagt habe. Katastrophen sind das Megafon Gottes, um eine ihm gegenüber schlafende Welt aufzuwecken. Das las ich in einer Zeitschrift diese Tage. Und so ist es auch. Und das soll es bewirken. Und es auch bei uns. Und darum wollen wir uns prüfen, wollen wir uns fragen, wollen wir sein Wort zu uns reden lassen und es tun, was der Herr uns sagt. Zum Schluss jetzt noch einmal diesen Vers aus
Lukas 21, Vers 28, auch wenn ich den in der letzten Predigt schon erwähnt habe. Aber ich glaube, wir müssen ihn immer wieder hören, dass wir ihn ja nicht vergessen, um es nicht zu vergessen, was der Geist Gottes uns sagt. Nämlich Lukas 21, Vers 28. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, so wollen wir es halten. Nicht den Kopf hängen lassen und nicht mitjammern, oh, wie ist alles so schlimm und wie mag es nur so gehen und was ist mit all meinem Gut und mit all dem, wovon ich jetzt noch leben wollte und so am Ewigen festklammern. Nein und nochmal nein, sondern wir richten uns auf und erheben unsere Häupter und schauen über dieses Elend, über diese schlimmen Dinge hinweg und halten Ausschau, ob unser Herr nicht schon kommt. Du auch. Wir wollen noch einmal zusammen beten. O Herr, wir sagen dir Lob und Dank für dein Wort und dass dein Wort uns so Klarheit gibt über die letzten Tage vor der Entrückung. O Herr, und schenke doch, dass wir dein Wort recht verstehen, dass der Heilige Geist es uns groß macht, an uns wirkt durch dein Wort. Und dass wir das tun, Herr, was wir tun müssen, zu dir kommen. Entweder zum ersten Mal oder ganz neu. Und uns wieder ausrichten lassen in diesen letzten Tagen. Herr, und wir wollen Ausschau halten, wir wollen bereit sein auf dein Kommen. Und das machst du wirken an unser aller Herzen. Herr, wir danken dir. Amen.